Auf dem Rhein müssen sich die Berufsschifffahrt und Freizeitsportler den Platz teilen. Und die Männer von der DLRG in Schierstein hoffen, dass alles gut geht. Wichtig ist, man muss wissen, was man tut. Also wir haben jetzt einen Pegel von 1,70 Meter in Mainz. Und da ist die Strömung hier, ja, es gibt Strömung, aber wenig. Und von daher ist das im Moment okay. Kennt man sich aus, ist Stand-Up-Paddeln auf dem Rhein also kein Problem. Aber ansonsten ist es weder gefährlich noch verboten. Anders sieht das beim Schwimmen aus. Also als Schwimmer ist es ganz schlecht, weil im Rhein ist zwar offiziell das Baden nicht verboten, aber durch halt den Sog und die Berufsschifffahrt ist halt doch relativ gefährlich. Und man kann eigentlich immer nur davon abraten, im Rhein zu schwimmen. Der Rhein ist eine Bundeswasserstraße und mal salopp gesagt, auf der Autobahn gehen sie auch nicht spazieren. Deswegen schwimmt man auch nicht auf der Bundeswasserstraße. Das Problem, die Gefahren durch große Frachter sind oft schwer einzuschätzen. Immer wieder kommt es am Rhein zu Badeunfällen, von denen manche tödlich enden. Man sieht da ja die Kinder stehen, beziehungsweise auch den Erwachsenen. Die Berufsschifffahrt fährt vorbei. Es entsteht ein Sog, wo halt erstmal das Wasser weggezogen wird und danach kommt das Wasser wieder. Und dann ist die Gefahr dabei, dass den Kindern oder auch den Erwachsenen die Füße unter dem Boden weggezogen werden und dann in das Fahrwasser reingezogen werden. Ist jemand im Wasser in Gefahr, kann man an 3 Stellen in Schierstein, Biebrich und Kastel an Notrufsäulen schnell Hilfe holen. Die funktionieren ganz einfach. Man muss einfach nur auf den Knopf drauf drücken und dann hat man sofort Kontakt zu der Rettungsleitstelle. Die Rettungsleitstelle sieht anhand von dem ausgelösten Melder, wo die betreffende Stelle ist, ja, und kann dann halt alles Weitere veranlassen. Viele Erholungssuchende gehen am Rhein an und ins Wasser. Vor allem an geschützten Stellen, wie einer kleinen Bucht in der Redbergsaue. Allerdings gibt es hier keinen, der die Badestelle dauerhaft überwacht. Deswegen raten wir von Seiten von der DLRG aus, immer nur an Badestellen ins Wasser zu gehen, die auch von der DLRG abgesichert sind. Weil dann ist definitiv jemand da, der auch Acht passt. Das ist am Rhein nicht der Fall. Trotzdem ist bei schönem Wetter viel los. Der ist ja auch eben nicht weit rausgeschwommen. Der ist ja direkt auch wieder Richtung Boot geschwommen und nicht erst noch mal 50 Meter nach unten geschwommen. Dann hätte die Situation auch schon anders ausgesehen als jetzt. Aber so war das in Ordnung gewesen. Meistens geht alles gut, aber eben nicht immer. Und dann kommt die DLRG ins Spiel. Typische Einsätze? Gibt es alles Mögliche. Das kann sein von umgefallene Paddler, Paddelboote. Wir haben gekenterte Segelboote. Wir haben eine ganze Menge technische Hilfeleistung, wo halt die Boote einfach nicht mehr weiterfahren und wir die Boote dann aus dem Fahrwasser rausziehen. Also, wichtig ist, dass man immer gut aufpasst und an mögliche Gefahren denkt, wenn man am Wasser Erholung sucht. Sollte selbstverständlich sein, ist es aber leider nicht. Schönen guten Abend, Olaf Schnückel vom DLRG-Landesverband. Hallo, schönen guten Abend. Ihr Kollege sagte eben, also Schwimmen im Rhein unterm Strich keine gute Idee. Würden Sie sagen, das gilt für alle Flüsse? Im Grunde überall dort, wo auf jeden Fall Schifffahrt ist. Dort, wie der Kollege schon im Beitrag gesagt hat, Schifffahrtsstraßen, da ist halt Betrieb, da sind Schiffe unterwegs, da sind einfach Gefahren durch die Strömung vorhanden. Damit ist das nicht unbedingt ein Gewässer, wo man permanent ins Wasser reingehen sollte. Und vor allem sind sie halt auch einfach nicht bewacht. Lieber eine Stelle suchen, an der ich einen bewachten Badestrand habe oder ein bewachtes Gebiet habe, um auch entsprechend dort Hilfe bekommen zu können, falls das notwendig wird. Ja, Sie haben jetzt eben gesagt, die Schifffahrt ist das eine Problem. Wie ist es denn mit der Strömung? Also man weiß natürlich, man soll die Strömung nicht unterschätzen und nicht da ins Wasser gehen, wo starke Strömung ist. Aber kann man die eigentlich richtig einschätzen, wenn man so ins Wasser reinguckt? Naja, also wenn ich direkt auf das Wasser drauf schaue und sagen wir mal einfach, ich schmeiße einen Stock ins Wasser rein, dann sehe ich, wie schnell der Stock an der Oberfläche treibt. Das kann
zum Großteil von der Geschwindigkeit, also vom Fahrwasser her schon kommen. Das kann aber auch beeinflusst werden durch den Wind. Und die Fließgeschwindigkeit ist natürlich nicht an allen Stellen gleich. Je näher wir am Rand sind, desto langsamer wird die Fließgeschwindigkeit. Wenn ich weiter rausschwimme, wenn ich tiefer runterschwimme, wenn ich mehr von meinem Körper im Wasser habe, habe ich natürlich auch deutlich mehr Angriffsfläche und das Wasser wirkt dann deutlich kräftiger auf mich. Also dann kann man im wahrsten Sinne des Wortes wirklich kalt erwischt werden. Und es ist ja manchmal auch so, dass man sich ein bisschen selber überschätzt. Manchmal ist vielleicht dann am späteren Abend auch noch Alkohol mit im Spiel. Wenn ich tatsächlich im Fluss schwimme und ich einfach merke, die Strömung ist viel stärker, als ich dachte, wie soll ich mich dann verhalten? Also am besten nicht probieren, wieder an die Stelle zurückzuschwimmen, an der ich ins Wasser reingegangen bin. Das ist meistens so der Hauptfehler oder das Hauptproblem, was die ungeübten Schwimmer machen. Man versucht so automatisch wieder an die Stelle zurückzukommen, wo man reingegangen ist. Die Strömung ist doch inzwischen sehr stark, trotz dass wir sehr wenig Wasser in den Gewässern drin haben. Aber das ist trotzdem meistens noch so viel, dass man gar nicht dagegen anschwimmen kann. Also in dem Fall sollte man einfach probieren, quer zur Strömung ans Ufer zu schwimmen, dort rauszusteigen und zu Fuß wieder an die Stelle hochzugehen, wo man seine Sachen abgelegt hatte. Wenn ich merke, ich schaffe auch das nicht? Ja, dann hilft natürlich nur auf sich aufmerksam machen, um Hilfe rufen, sodass andere Badegäste oder andere Passanten, die vorbeigehen, entsprechend das aufnehmen, mich wahrnehmen und dann entsprechend auch einen Notruf absetzen können, beziehungsweise mir vielleicht auch helfen können. Jetzt mal andersrum gefragt, wie erkenne ich denn, dass jemand Hilfe braucht? Also wenn ich am Ufer bin, also manchmal fehlt ja auch dann tatsächlich die Luft noch, um Hilfe zu rufen. Wie könnte man das erkennen? Also wenn derjenige noch direkt am Winken ist und auf sich aufmerksam macht, dann ist es relativ einfach. Wenn der aber tatsächlich langsam die Kraft weg ist, dann merkt man das an der Schwimmbewegung. Die Bewegungen werden einfach deutlich langsamer. Der Kopf ist einfach deutlich häufiger auch im Wasser bzw. unter Wasser, sodass dann die lauten Rufe gar nicht mehr so da sind. Also jemand, der tatsächlich Hilfe benötigt, wird nicht lauthals um Hilfe schreien. Also wenn die Kraft schon so weit weg ist, dass der permanent mit dem Kopf unter Wasser ist, dann sieht man das einfach nur anhand von der Schwimmlage, dass das einfach eine Bewegung ist, die nicht mehr direkt was mit einer normalen Schwimmbewegung zu tun hat. Okay. Dann sollte man definitiv dort mal genauer hinschauen. Genau, hinschauen, Hilfe holen, gegebenenfalls selber reinspringen, aber auf jeden Fall einen Notruf absetzen. Dankeschön, Herr Schnückel, Dankeschön. Sehr gerne. Also unterschätzen Sie nicht die Strömung von Flüssen, die muss nicht immer gut sichtbar sein. Wenn Sie da in die Bredouille kommen sollten, schwimmen Sie ans nächstbeste Ufer oder rufen Sie, wenn Sie es nicht schaffen, laut um Hilfe. Und übrigens, auch in Seen sollten Sie auf keinen Fall alleine schwimmen gehen, am besten natürlich an einer überwachten Badestelle.